Willkommen bei TwoPrint Beta. Ich bin Dominik Wenger und ich zeige euch heute, wie man den Print2Py konfiguriert. So, wir fangen mit dem Anschalten der Maschine an und benutzen den Drehknopf, um in die Konfiguration zu kommen. Scrollen Sie herunter bis zur Konfiguration und drücken Sie auf den Drehknopf. Hier finden Sie alle Einstellungen für diese Maschine. Als erstes die Einstellung der verschiedenen Achsen, die Einstellung der Endstops, des PID-Reglers, die Konfiguration der Temperaturen, die Beschleunigung der verschiedenen Tools und den Dual-Modus. Die meisten Einstellungen sind schon passend vorkonfiguriert, Sie müssen diese nicht verändern. Sie können damit direkt loslegen. Zuerst gehen wir in das Menü der Achseneinstellungen. Hier finden Sie die einzelnen Einstellungen für die Motoren. Zum Beispiel, welcher Motor für welche Achse zuständig ist, welcher Endstopp diesem Motor zugeordnet ist, wie viele Schritte dieser Motor pro Millimeter macht, welche maximalen Geschwindigkeiten dafür erlaubt sind, ob ein Substepping angeschaltet ist oder nicht, ob die Achse vorwärts oder rückwärts läuft und als allerletztes finden Sie immer den Eintrag, um diese Einstellungen im EEPROM abzuspeichern. Dies ist bei allen Achsen gleich. Sie finden also das gleiche Menü bei der Y-Achse, bei der Z-Achse und bei allen anderen Achsen. Bei diesem Drucksystem ist hier die X-Achse, hier die Y-Achse, das Ganze ist die Z-Achse. Der Extruder hier drauf wird als U-Achse geführt. Bei einem Dualsystem wäre die zweite X-Achse V, der Extruder drauf W. Nun wollen wir darauf eingehen, wie wir die Schritte pro Millimeter einstellen, falls diese in Ihrer Maschine nicht korrekt konfiguriert sind. Die Schritte pro Millimeter bestimmen die Distanz, die die Maschine fährt, in Wirklichkeit gegenüber dem, was in der Software eingestellt ist. Sollte Ihre Maschine also zu weit fahren, so müssen Sie diese Werte verringern. Sollte sie zu wenig weit fahren, müssen Sie diesen Wert erhöhen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Dual-X-Einstellungen, falls Sie einen Dualdrucker haben. Hier können Sie konfigurieren, ob Sie eine oder zwei Extruder haben, die Distanz zwischen den beiden Extrudern, wenn diese komplett in den Endstop eingefahren sind, die Breite einer einzelnen Carriage und zuletzt auch wieder alle Daten im EEPROM abspeichern. Falls Sie einen Dualdrucker haben und Sie Abweichungen in der X-Achse feststellen, sodass die gedruckten Linien nicht exakt übereinander liegen, können Sie dies über diesen Wert konfigurieren und korrigieren. Verändern Sie diesen Wert so lange, bis Sie beim Testdrucken keine Abweichungen mehr feststellen können. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. One printer print good, but two print better.